Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du kleine Quasten herstellst. Dafür benötigst du einmal Wolle oder Faden, dann eine Pappvorlage. Ich habe einfach eine Zewa-Rolle genommen, die in der Mitte so gedrückt. Ich will gleich noch kleinere Quasten machen, das heißt, ich schneide das gleich nochmal in der Länge durch. Und zwar werden deine Quasten so lang, wie das breit ist. Das heißt, in dem Fall würde die Quaste so lang werden. Wenn es halb ist, wird die Quaste ein bisschen kleiner werden. Die Breite ist egal. Und du brauchst auch noch eine Schere. Genau, dann fangen wir mal an, indem ich das Ganze nochmal durchschneide. Das reicht eigentlich. Nehme ich das hier, lege das hin und nehme den Faden und fange einfach an, den Faden hier drum zu wickeln. Wie viel Faden du im Endeffekt da drum wickelst, hängt davon ab, wie dick deine Quaste werden soll. Meine soll jetzt sehr dünn werden, weil ich das halt als Anhänger für einen Top benutzen möchte. Und dann möchte ich da nicht so eine fette Quaste dranhängen haben, sondern nur eine ganz zarte. Und meine Wolle ist auch relativ dick, das heißt, ich benötige gar nicht so viel. Wenn du sehr dünne Wolle nutzt, dann brauchst du natürlich dementsprechend mehr Wicklungen. So, das reicht schon mal als Beispiel. Dann schneidest du den Faden ab. Und ziehst das Ganze von deiner Schablone runter. Hältst das gut fest, damit es nicht auseinanderfällt. So. Und wickelst oben den Faden drum, so dass hier oben so eine kleine Schlaufe entsteht. Ganz festziehen. Meine Quaste ist wirklich sehr klein. Und einen Knoten machen. So, ganz festziehen und am besten nochmal einen Knoten machen. Dann kannst du das Ganze abschneiden. Ein paar Hundehaare auf meinem Tisch. Und jetzt musst du das Ganze hier unten aufschneiden, um die Quaste zu bilden. Bei mir ist das ein bisschen krumm geworden. Normal kannst du einfach hier mit deiner Schere durch und es in der Mitte öffnen. So, und fertig ist tatsächlich schon deine Quaste. Ich hätte sie jetzt noch ein bisschen kleiner machen können, weil sie hier oben richtig geworden ist. Jetzt musst du das Ganze noch so ein bisschen angleichen, damit das gerade ist. Das können wir noch abschneiden. Jetzt kannst du das auch so ein bisschen ausfransen, die Wolle. So ein bisschen kämmen, vielleicht auch mit einem Kamm. So wie es dir gefällt. Und um die Quaste jetzt aufzuhängen, fädelst du einfach, nimmst einen Faden. Ich nehme noch eine Nadel zur Hilfe.
hier so eine dicke Sticknadel bzw. Wollnadel und fädel da meinen Faden durch. Und jetzt suche ich mir hier die Schlaufen. Alle erwischen, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. So. Und schon habe ich einen Anhänger kreiert. Also wie ihr seht, mega, mega simpel. Ich muss gestehen, ich habe das auch gerade das allererste Mal gemacht und mich dabei jetzt direkt gefilmt. Das kriegst du auf jeden Fall auch hin. Falls du Fragen hast, schreib das am besten einfach unten in die Kommentarbox und dann helfe ich dir gerne weiter.